Es hat mich schon etwas Überwindung gekostet, um früh aufzustehen. Kurz vor 5 Uhr am 31. Juli war ich unterwegs. 3 Jahre davor bin ich die ähnliche Strecke gefahren. Nur damals setzte nach kurzer Zeit Regen ein, der einige Stunden anhielt. Diesmal hatte ich Glück. Die Strecke bin ich in der Vergangenheit gefühlt tausende Male gefahren. Auf der Autobahn bis Villach, dann über Wurzenpass nach Slowenien und dann auf den Nebenstraßen bis zu meiner ersten Station Novo Mesto, einer Stadt in Slowenien, unweit der kroatischen Grenze. Am nächsten Tag bin ich nach Belgrad, die Hauptstadt Serbiens, gefahren. Über die Grenze nach Kroatien, in der Nähe der Stadt Karlovac, und danach ging es gemütlich durch die Wälder und Hügel Richtung Osten. Später, nach ca. 170 Kilometern, kam ich auf die Autobahn und so fuhr ich bis Belgrad, wo ich die nächsten 2 Tage geblieben bin. Belgrad habe ich nach 2 Tagen verlassen. Mein Plan war der Donau folgend, vorbei an den Orten Smederevo, Veliko Gradište, Golubac und Donji Milanovac, in die Nähe von Länderdreieck Serbien, Rumänien, Bulgarien zu kommen und danach durch Bulgarien weiter Richtung Süden. Mein Navi hat eine Funktion, die sich Adventurous Routing nennt. Die schlägt den Leuten meines Kalibers, die faul sind, eine Landkarte zu lesen, besonders schöne Strecken vor. Dabei haben die Entwickler dieser Funktion missachtet, dass das nicht modernste Straßennetz Serbiens ein voll bepacktes, ca. 300 Kilo schweres Motorrad und ein Fahrer, der es eher gemütlich haben will, nicht besonders gut harmonieren. Oh, Scheiße. Scheiße.
So wurde ich über den Berg Miroc geführt. Die geteerte Straße hörte auf, der Weg brachte mich zum Schwitzen, aber die Aussicht war sehr schön. Die geteerte Straße danach erschien mir wie eine Autobahn. Am nächsten Tag verließ ich das serbische Straßennetz, um wieder auf den modernen Straßen der EU zu fahren. Ich war in Bulgarien. Mein Ziel, das Rila-Gebirge im Süden des Landes. Entlang der Straße lagen einige ziemlich heruntergekommene Dörfer und auffallend überall Kriegerdenkmäler aus dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise aus der Zeit, in der Bulgarien ein Teil des Ostblocks war. Im Süden des Landes befindet sich das älteste und bedeutendste Kloster Bulgariens. Es wurde im 10. Jahrhundert durch den Patron des Landes, den heiligen Ivan Rilski, gegründet. Das Kloster liegt in einem engen Flusstal mitten im Rila-Gebirge auf mehr als 1100 Meter über dem Meer und ist eine sehr besuchte Pilgerstätte. Am Abend davor habe ich im Hotel ein Paar aus Österreich kennengelernt und einen sehr netten Abend mit ihnen verbracht. Im Kloster haben wir uns wieder getroffen und sind zusammen zu einer Stelle im Wald gelaufen, an der sich eine kleine Anlage mit einer Kirche befindet. Hier hat Ivan Rilski als Einsiedler gelebt. Dort angekommen, konnten wir einen Gottesdienst beobachten. Einer der Besucher erzählte, dass die meisten Pilger einen mehrtägigen Marsch von Sofia über das Rila-Gebirge gemacht haben, um das Kloster und die Einsiedelei zu besuchen. Direkt hinter der Kirche befindet sich eine Höhle mit einem engen Eingang und einem noch engeren Ausgang. Wie so oft gibt es auch in diesem Fall eine Legende, die besagt, wenn man hier hindurchläuft, werden Wünsche erfüllt. Wie alle anderen verschwanden auch wir in der Dunkelheit und reihten uns
in die Wünsch dir was Schlange ein. Sieht 10 Jahre jünger aus. Ja. Geschafft. Bulgarien ist durchzogen von 4 Gebirgszügen, dem Balkangebirge in Zentralbulgarien sowie Rila, Pirin und den Rhodopen im Süden. Unsere 2 Österreicher waren einen Tag davor an den Rila-Seen wandern. Sie haben ganze Überzeugungsarbeit geleistet und mich auch zu den Seen geschickt. Es soll sehr schön sein dort. In der Tat, das ist es. Irgendwann, nicht sehr lange vor meiner Abreise aus Deutschland, habe ich im Fernsehen eine Dokumentation über die Bergwelten Bulgariens gesehen. Darin wurde gerade auch über die 7 Rila-Seen berichtet. Als ich oben auf über 2000 Meter ankam, wohlgemerkt mit der Bergbahn, wechselte das Wetter. Es fing an zu regnen und es wurde, anders als im Fernsehen, ziemlich ungemütlich. Trotzdem machte ich die Wanderrunde. Erstaunlicherweise waren sehr viele andere Ausflügler dort oben. Etliche junge Familien mit Kleinkindern. Die meisten waren sehr sommerlich und dünn bekleidet, marschierten aber fröhlich mit ihren Turnschuhen auf dem rutschigen Gelände. Und kurz vor Ende der Runde hörte es auf zu regnen. Dann wieder mit der Bergbahn ging es zurück und unten angekommen, machte ich mich auf die Rückfahrt zu meiner Unterkunft. Das Wetter klarte auf, die Sonne kam raus und da ich oben auf dem Berg total gefroren hatte, genoss ich die Fahrt nach unten. Naja, nicht ganz. Da sowohl mein Motorrad als auch ich nur minimale Schäden vom Sturz am Vortag davon getragen haben, ging es am nächsten Tag weiter. Plovdiv, die Kulturhauptstadt Europas aus dem Jahr 2019, war meine letzte Station in Bulgarien. Sie ist die zweitgrößte Stadt und soll angeblich auch die heißeste Stadt des Landes sein.
Vorbei an einer weiteren Demonstration ausgedienter bulgarischer Luftstreitmacht verließ ich Plovdiv Richtung Türkei. Mein Ziel war Edirne, eine Stadt im europäischen Teil der Türkei, die einst sogar die Hauptstadt des Osmanischen Reiches war. Das war im 14. und 15. Jahrhundert, noch vor der osmanischen Eroberung Konstantinopels. In der Stadt befinden sich viele alte Bauten. Mimar Sinan, ein Architekt aus dem 16. Jahrhundert, baute in Edirne einige seiner Werke. Darunter die Selimiye-Moschee, eines der bedeutendsten Bauwerke der osmanischen Architektur, einige Brücken und Basare. Leider war der Zugang zur Moschee wegen der Restaurierung gesperrt. Sinan hat zwei weitere Bauwerke, die ich aus meiner Jugend kenne, erbaut. Beide befinden sich in Bosnien und Herzegowina. Eine Moschee in Mostar und die berühmte Brücke über die Drina in Visegrad, die im Mittelpunkt der Handlung eines Romans des Nobelpreisträgers Ivo Andrić steht. Dann war ich am Meer. Ja, an den Dardanellen, der Meeresenge zwischen dem Ägäischen und dem Marmarameer, nahm ich die Fähre zwischen Europa und Asien und kam so nach Çanakkale. Nach dem Wechsel der Kontinente dann eine nicht alltägliche Situation. Als ich vorm Hotel in Çanakkale geparkt habe, zeigt der Kilometerzähler am Motorrad 100.001 Kilometer. Die Stadt wirkte entspannt auf mich.
An der Promenade neben einem Basketballspielplatz steht ein großes holzernes Pferd. In einer Nacht entstiegen diesem einige Männer, unter ihnen sogar auch Brad Pitt, alias Achilles, um der Stadt Troja den Garaus zu machen. Dies geschah in einem Hollywood-Schinken im Jahr 2004. Danach wurde das Pferd der Stadt Çanakkale geschenkt und stieg zu einem Wahrzeichen der Stadt auf. Übrigens, die Ausgrabungen von Troja sind nur ein paar Kilometer entfernt. Dies war meine zweite Reise in die Türkei und ich bekam den Eindruck, dass die Türken ein ziemlich entspanntes Verhältnis und einen liebevollen Umgang zu den unzähligen Streunerhunden haben. So sah ich an einer Stelle am Fußgängerweg einige Hundehütten mit Futter. Ich konnte mir nur vorstellen, dass es sich sozusagen um Unterkünfte für Streuner handelt. Außer die Streuner, scheint mir, lieben die Türken Schmuck. Juwelierläden sind überall. Ama onu da çalmak lazım. Göstereceğim ben. Gel ben göstereceğim. Den Motorradheld mit seiner Braut verlor ich endgültig bei dieser Ampel. Sie waren nicht mehr einzuholen. Und ich fuhr gemütlich weiter nach Süden. Die Stadt Seljuk, etwas südlich von Izmir, war mein Ziel. Dort in der Nähe der Stadt liegen die Ruinen von Ephesos, einer großen antiken Stadt. Am nächsten Morgen lief ich bei großer Hitze nach Ephesos. Nach kurzer Zeit war ich mir nicht mehr so sicher, ob ich auf dem richtigen Weg war, denn keine andere Menschenseele war zu Fuß unterwegs. Als mich mein Weg zur Straße führte, konnte ich sehen, der Weg war schon richtig, nur keiner läuft. Schließlich sind es ganze 4 Kilometer bis dort. Dort angekommen gab es schon sehr viele Besucher. Die meisten kommen mit Bussen aus den Badeorten der Ägäisküste.
In Ephesos wurde einem die Vergänglichkeit und Verletzbarkeit einer Kultur vor Augen geführt. Auf meinem Fußmarsch zurück in die Stadt gab es auch Zeugnisse der Vergänglichkeit einer Mobilitätskultur aus einer nicht allzu fernen Vergangenheit zu sehen.